Wir bauen heute ein Tunnelportal an einer schwierigen Stelle, wo die Straße, die Transrapid-Strecke und die Schiene hier zusammenlaufen. Das wird richtig schwierig werden. An dieser Stelle soll das Tunnelportal hin. Und an dieser Stelle habe ich ja auch schon mal ein bisschen vorbereitet hier mit diesen Stangen. Das wackelt zwar alles noch so ein bisschen hin und her. Das muss natürlich alles gut miteinander verbunden werden. Das muss hier rübergezogen werden und das wird alles gar nicht so einfach. Aber Achtung! Ich muss zwischen der Transrapid-Schiene und der normalen Zugstrecke hier abschotten. Das heißt, mit diesen Baseplates, in diesem Fall mit Dark Blue Gray, ja, und auch in der Kurve, in dem Fall natürlich leicht gebogen. Das habe ich schon mal gemacht. Das wird die Innenseite hier vom Berg sein, denn wir können von hier aus reingucken und ich möchte nicht, dass wir den Transrapid und letztendlich hier die Zugstrecke hier zusammen sehen. Das wäre katastrophal. Und genug Steine habe ich auf jeden Fall erstmal da. Da können wir uns erstmal richtig auslassen. Den Transrapid habe ich hier an dieser Stelle erstmal reingefahren, um verschiedene Dinge zu testen. Und hier hinten habe ich auch jetzt dieses Gestänge alles miteinander fest verbaut und hier hinten noch eine Platte eingefügt, damit wir, wenn wir hier durchfahren und reingucken, die hinten hier die Wand nicht sehen. Ja, das wäre natürlich Katastrophe. Ja, und auch komplett unrealistisch. Die Baseplates habe ich hier ganz einfach hochgestellt. Ja, stabil genug. Es wird ja alles irgendwie darunter verschwinden. Es muss nur abgetrennt sein, das ist wichtig. Ja, und wenn man mal so schaut, ich denke, das ist erstmal eine gute Sache so. Es wird viel Hohlraum hier entstehen, aber letztendlich ist wichtig, dass beide Strecken nicht zusammen zu sehen sind. Ja, und diese kleine Lücke hier, ihr seht, wo der Transrapid dann nochmal kurz ein bisschen zu sehen ist. Ja, das Stück muss natürlich hier ordentlich zugebaut werden und dann müssen wir das Ganze hier rüberziehen. Natürlich abgestützt hier wieder von da nach da. Ja, alles nicht so einfach, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Für diesen kleinen Schlitz zwischen Schiene und den Baseplates, den hochgestellten, habe ich hier 1x8 Plates verlegt, ein bisschen verwinkelt, ja, so habe ich das dann gebaut und dann einfach dahinter eingespannt, damit wir hier nicht so einen Schlitz haben, der dann eventuell von unten irgendwie was beleuchtet noch oder so, es soll schön dicht sein. Ja, so mein Ziel erstmal. Dieses Gestänge hier hinten, was ich da verbaut habe, das habe ich folgendermaßen gebaut, indem ich hier noch so eine 1x3 Technikstange durchgesteckt habe. Damit ist das Ganze natürlich ein bisschen stabiler und ja, ihr seht, es lässt sich kaum auseinander knicken. Ja, das ist doch nicht schlecht. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal wieder in ein paar Bildern, denn die Kamera stört. Ich hätte sie von links nach rechts stellen müssen und dann hätte man auch nichts gesehen, wo es hier weitergeht. So sieht man wenigstens, dass der Berg hier ein bisschen wächst und wir uns so langsam nach oben hangeln hier, um das Tunnelportal fertigzustellen. Das dauert natürlich alles, denn es muss alles genau ausgetüftelt werden, die Höhen müssen angepasst werden und. Ja, und hin und wieder teste ich natürlich auch, ob der Zug hier an der Seite herpasst. Ja, klappt auch, wenn dieser nicht hierher fährt, aber einen gewissen Abstand müssen wir haben. Dann werde ich jetzt mal mit der Kamera ein bisschen näher dran gehen, um euch das hier alles zu zeigen. Ja, es sind viele Steine übereinander gekloppt, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Strebe ist hier gut, alles in einer Höhe, das passt. Hier werde ich auf jeden Fall auch eine zweite Strebe einbauen, das ist definitiv klar, um das alles noch mehr zu stabilisieren. Der Zug passt hier wirklich hervorragend her. Wie gesagt, wir nehmen nicht so einen langen, aber man muss es halt mit irgendeinem testen. Ja, und jetzt heißt es gleich hier hinten, diese Lücke hier noch zu schließen, denn wir müssen ja hier letztendlich diagonal rübergehen. Moment mal, ich zeige es mal von oben. So, diagonal hier so ein bisschen rüber. Ja, wird alles nicht so ganz einfach werden, aber ich gebe mir Mühe und zeige euch das gleich wieder, denke ich mal, wieder in ein paar Bildern. Jetzt einmal von dieser Seite hier, da kommt jetzt gleich die zweite Strebe rein und dann sind wir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke stabiler geworden. Ja, jetzt heißt es, das Ganze von vorne noch zu bearbeiten. Da kommt jetzt hier links unten, wo das Tunnelportal ist, erstmal noch so ein bisschen grün hin und anschließend wächst das Ganze auch mehr mit den Felsen nach oben. Das zeige ich euch jetzt hier links, sodass wir den Schlitz schließen, dass wir den Transrapid nicht mehr sehen. Ja, ich würde sagen, passt erstmal. Ich fahre noch mal ein bisschen mit der Kamera hier rum. Ich glaube, das ist soweit alles ganz gut miteinander verbunden und das kann ich erstmal so lassen. Natürlich bin ich lange noch nicht fertig und hier mein selbstgebautes Mok. Wahrscheinlich wird diese Lok auch hier auf dem Berg fahren, unter anderem zumindest. Passt hier super her. Ja, klasse, sieht klasse aus, dieses Verwinkelte. Mir gefällt das soweit richtig gut. Jetzt heißt es hier, auf eine Ebene zu kommen hier oben und den gelben Stein von der Seite hier, ja, zuzubauen, damit wir halt das Gelb nicht mehr sehen.
Das Ganze habe ich jetzt erstmal hier auf eine Höhe gebracht. Wie ich letztendlich mit dem Berg da oben weiter fortfahre, kann ich nicht sagen, ob ich vielleicht Module baue oder tatsächlich einfach so weiterbaue. Ja, meine selbstgebaute Lok, wie gesagt, ist auch schon wieder zu sehen. Und jetzt heißt es hier, da so ein bisschen das Grün anzugleichen, noch ein bisschen Felsenstruktur und Grün, so wie hier an dieser Stelle fortzuführen. Ja, wird gar nicht so einfach werden. Letztendlich muss das Ziel sein, hier das Tunnelportal so richtig schön zu umschließen, dass das toll von außen aussieht. Das ist mein Ziel. Mal gucken, ob es mir gelingt. Und es geht weiter mit der Begrünung. Erst hier links am Tunnelportal, dann knapp drüber und dann wieder runter. Ja, mit vielen einzelnen Teilen, mit Blättern, mit kleinen Blüten in Dark Green, in Green und Bright Green. Und dann versuche ich noch mit einigen Slopes so eine gewisse Sache hinzukriegen. Ja, ich denke, dann wird das relativ natürlich aussehen hinterher. Ja, jetzt noch hier oben einmal rum um das Tunnelportal. Da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich nicht eine Noppe höher kommen, weil ich oben diese Fläche haben möchte. Wie wir, wie gesagt, dann weitergestalten, sehen wir dann. Jetzt erstmal das Grün. Und was meint ihr? Ich finde bis hierhin doch echt klasse, oder? Wir fahren noch mal kurz mit der Kamera hier entlang, bevor ich gleich zum Vorher-Nachher-Bild komme. Ja, wir haben richtig viel geschafft, wir haben gut angeglichen. So langsam geht's, wenn es nach oben geht, wird das Grün auch weniger. Mehr Felsen kommt durch. So mein Ziel, ein ganz normales Felstunnelportal. Und den Transrapid sieht man auf jeden Fall nicht mehr im Hintergrund. Auch das ist mir auf jeden Fall geglückt. Was ich aber richtig klasse finde hier, diesen Dreierpunkt hier, ja, mit der Straße, wo es rein und raus geht, mit der Schiene, wo es rein und raus geht, mit dem Transrapid, wo es rein und raus geht. Wenn das mal alles gut versteckt ist und dann sich so ein bisschen in Bewegung ist, ich glaube, das sieht richtig, richtig klasse aus. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Ja, wir haben richtig viel geschafft heute, das steht auf jeden Fall fest. Das hier ist vorher und das ist nachher. Wir haben komplett das Tunnelportal über die Gleise gezogen, komplett begrünt, alles richtig gut stabilisiert. Ja, und wie gesagt, dieser Dreierpunkt hier gefällt mir richtig klasse. Das ist was, ja, wird ein Hingucker werden, wenn alles fertig ist. Garantiert. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr vom heutigen Baufortschritt haltet und wie ihr das Aussehen auch findet. Würde mich auch interessieren. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne und antworte auch immer. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ja, es gibt mehrere Optionen. Einmal hier unten ist es definitiv möglich, schon weiterzumachen. Ist tatsächlich auch eine Idee. Denn wir müssen ein bisschen überlegen, wie diese Geschichte hinten weiter laufen soll. Soll ich mit Holz weiterarbeiten oder weiter mit Steinchen? Das ist hier auch noch die große Frage. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen. Also, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag 18:30 Uhr. Bis dahin. Tschüss.